Moin Moin und herzlich willkommen meine lieben Technik- und Smart Home Freunde mit dem Video unter der Woche. Das heißt dein Smart Home News. Heute mit zwei Major-Themen, die eigentlich alleine schon ein Video werden könnten. Ja, und da es aber so nicht so viel News gibt, dachte ich mir, ich packe die heute mal hier rein. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du Teil der SmartRef Community werden würdest und ich würde sagen, legen wir mal los. So, los geht's mit dem ersten Major-Thema und zwar Zigbee. Und du hörst richtig, warum Zigbee und eben nicht Thread als Funkprotokoll oder Matter oder was auch immer. Nein, Zigbee. Erstmal haben natürlich sehr, sehr viele von euch das noch zu Hause, gehe ich mal stark von aus. Aber eines ist eigentlich fast immer mit am Start. Das ist eine Bridge oder auch so ein Stick. So. Und es wäre doch cool, wenn man das nicht braucht. Sagst du, ja, das geht doch schon. Nämlich, ja, mit Bluetooth Low Energy kannst du diverse Leuchtmittel natürlich auch zusätzlich steuern. Da gab es ja auch von Philips Hue entsprechend die App und so weiter und so fort damals. Ja, das funktioniert, aber Zigbee Direct geht eben einen Schritt weiter und du brauchst demnächst eben keinen dieser Hubs mehr. Das heißt, du steuerst ein Zigbee Direct kompatibles Leuchtmittel über Bluetooth an. Dann kommuniziert es allerdings weiter über Zigbee. Das heißt, du kannst eben die anderen Leuchtmittel dann genauso gut steuern. Das Ganze geht dann auch noch über ein virtuelles Device. Das heißt, du kannst ja dieses sogenannte virtuelle Device oder die Software, wie man das auch immer nennen möchte, installieren. Zum Beispiel auf deinem PC, auf einem Tablet oder natürlich auch als App mit deinem Smartphone. Und über dieses virtuelle Device kannst du das genauso dann entsprechend steuern. Eigentlich doch eine coole Sache, oder was sagst du? Ich bin mal sehr gespannt, was du unten reinschreiben wirst. Und jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz natürlich so, ja, das erste Golden Device an, also der erste, der das Ganze ja schon mal möglich gemacht hat. So, und wer ist das? Das ist Ubisys. Und du siehst hier auch, dass sie das Ganze schon mal beschrieben haben. Direkte Verbindung zum Gerät eben ohne Hub. Und ja, über natürlich Bluetooth und es gibt hier eben schon ein Golden Unit, das heißt, die haben eben schon ein Gerät entwickelt, was genau das macht. So, eine Fusion der Technologie, logisch. So, und du siehst erste App und erstes Gerät, das eben Zigbee Direct unterstützt. Das heißt, die Ubisys Smart Home App ist entsprechend da eben für diesen Zigbee Direct 1.0 Standard. Und welches Gerät ist das? Das ist der LED-Treiber LD6, eben ab dieser Firmware-Version und damit funktioniert das. So, ich zeige dir mal ganz kurz hier das Ganze, wie das aussieht. Das heißt hier so ein Vorschaltgerät, was eben alles bietet. Das heißt, du kannst das natürlich immer noch einbinden mit Zigbee, kannst es aber auch über Bluetooth benutzen, wie du das entsprechend hier siehst. Erst in Betriebnahme, ja, in der Ubisys App oder, und das ist eben auch wichtig, einer anderen App, die eben Zigbee Direct Standard unterstützt. Das heißt, ja, auch mit anderen Apps ist das dann durchaus demnächst möglich. So, und zu Recht würde ich sagen, fragst du dich, ja und nun, jetzt habe ich hier mit Philips alles eingebunden, aber wie steuere ich die denn? Denn es kann ja eben nicht sein, dass ich mit der Ubisys App hergehe, steuere das erste Leuchtmittel über Bluetooth und andere, die eben gesichert hier über Philips Hue eingebunden sind, kann ich auch gleichzeitig steuern. Das wäre ja ein Sicherheitsverstoß und das ist vollkommen richtig. Ergo musst du dann eben über die Ubisys App hergehen, dann das Leuchtmittel freigeben und das natürlich auch in Philips Hue entsprechend dann einbinden, so dass eben ja eine Art Synergie entsteht und du dann tatsächlich ja mit dem Ubisys Leuchtmittel, das heißt über Bluetooth Low Energy, dann tatsächlich später auch Philips Hue Leuchtmittel anscheinend steuern kannst. Soll so funktionieren. Ich packe dir die Links auf jeden Fall alle mal unten rein, denn dazu gibt es noch spezielle YouTube-Videos, wenn dich das Ganze noch brennend interessieren sollte.
So, hat dich das Ganze jetzt irgendwie noch zusätzlich verwirrt? Mich irgendwie schon so ein bisschen, denn eigentlich war doch alles auf Matter und Thread ausgelegt und dann jetzt noch das dazu. Ja, so langsam weiß ich auch nicht so ganz. Schreib du doch mal sehr gerne unten rein, ob das für dich eine Bereicherung ist oder ob du sagst, wer braucht denn sowas? So, und dann kommen wir zum zweiten Major-Thema des heutigen Tages. Ja, und da geht es irgendwie so ein bisschen um, ja, wie viel Macht haben eigentlich Konzerne und nutzt du deren Cloud? Jetzt weiß ich natürlich, dass einige schon wieder sagen, selber schuld, aber ja, ich sag mal so, viele nutzen halt mal die Amazon, Google oder auch Microsoft Cloud, auch viele Gerätschaften hier im Smart Home. So, und jetzt stell dir einfach mal vor, du hast ein Ringgerät gekauft, das heißt, ja, eine entsprechende Türklingel beispielsweise und ein Paketzusteller passt deine Nase nicht oder etwas anderes. Okay, in dem Falle war es wohl so, dass er was Rassistisches gehört hat, obwohl er eigentlich ja so ein paar In-Ears drinne gehabt haben soll. Das hat nämlich derjenige, der dort gewohnt hat, dann mit einer anderen Kamera gesehen, also schon ein bisschen merkwürdig. Und er war auch gar nicht da. Ergo, ja, das war eine aufgesprochene Sprachnachricht, also kann das eigentlich schon mal auch nicht gewesen sein. Aber, und jetzt kommt das, und dazu gehen wir jetzt mal ganz kurz in das YouTube-Video rein. Denn du siehst hier, ja, Louis Rossmann hat dazu ein YouTube-Video gemacht und ich konnte es auch erstmal nicht glauben, aber da steht es. Er hat Audio, Video-Recordings und E-Mails entsprechend wohl geprüft von dieser Story, also scheint das richtig zu sein. Ich packe dir den Link natürlich unten rein. Amazon Customer, ja, Rassismus, Shutdown der Smart Home. So, und genau darum geht es. Ergo, stell dir einfach mal vor, ja, jemand kann dich bei Amazon anschwärzen und Amazon sagt danach, zack, ja, dann stelle ich doch einfach mal alles ab. Sagst du, naja, was ist das Problem? Naja, erstens mal, du bestellst nichts mehr bei Amazon. Amazon Cloud ist tot. Das heißt, deine ganzen Quasselbüchsen gehen auf einmal nicht mehr und. Alles, was du zu Hause hast, das ist doch eine ziemliche Katastrophe, oder? Könnte dir natürlich genauso gut mit Google passieren, klar. Und ja, da kommen wir wieder zu diesem Thema. Wie viel Macht haben solche Konzerne und welchen Einfluss hast du darauf? Und ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Es gibt auch Leute in meinem Umfeld, die haben PayPal-Probleme gehabt und haben auch dort eben versucht zu kommunizieren und ja, das Ganze war einfach zum Schluss so, dass sie ihr Konto nicht wieder zurückbekommen haben. Also es gibt wirklich eine Vielzahl an Beispielen, wo das ganz, ganz schnell passieren kann. Ja, und was soll ich jetzt hier sagen? Das ist natürlich auch ein Beispiel, da ging es gut, aber auch nur, weil weitere Kameras da waren und er nachweisen konnte, dass er gar nicht zu Hause war und ja, der Paketzusteller In-Ears drinne gehabt hat und eigentlich gar nichts richtig gehört haben kann. Also, das hat trotzdem einige Tage gedauert, wohl, aber zeigt einfach mal, wie schwierig es ist, wenn man sich wirklich auf Major Firmen verlassen muss, dass da eben nichts passiert. Das finde ich schon wirklich ein Hammerding, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Und ja, da müssen die Abteilungen doch tatsächlich an die eigene Nase packen und sowas doch erstmal überprüfen, bevor man wirklich solche Schritte einleitet. So, und ich glaube, das war jetzt keine Werbung für das, was nämlich jetzt folgt, und zwar Aqara. Aqara bietet nämlich jetzt neuerdings ja, deren Cloud an. Das heißt, du kannst nämlich statt eben Apple HomeKit Secure Video, was du natürlich nutzen kannst, was ja auch ein Abo erfordert, kannst du jetzt auch das Ganze bei Aqara speichern. Ja, es gibt zum einen zum Beispiel eine 7-tägige rollende Speicherung, die hier steht, die kostenlos ist, allerdings nur 360p, also das ist so najastens. Du kannst allerdings auch bis zu 2K speichern.
speichern, was ja schon mal ein großer Vorteil ist. Und ja, wenn man hier sich das anschaut, da steht allerdings im Moment 40%. Das heißt, ja, das ist gerade noch vergünstigt und dafür finde ich es aber auch schon relativ teuer. Jahresplan, ja, $49,99 im Moment. 30 Tage Testversion und monatlich dann aber auch $4,99. So, und wenn ich das da so sehe, scheint das aber auch dann nur für eine Kamera zu gelten, Fragezeichen. Schaut zumindest mal so aus. Dann ist es natürlich doch relativ teuer. Also so 2 Kameras hätte ich mir dann schon gewünscht. Was ist alles drin? Videospeicherung bis zu 30 Tage. Ja, mit 2K habe ich ja schon gesagt. Alarm, Videoaufzeichnung, Menschen, Tiere, Geräusche, bla bla. Cloud-Speicher für die Videos, unbegrenzter Speicherraum. Ja, statt die SD-Karte, haha, natürlich auch, logisch. Und ja, wird auch entsprechend verschlüsselt. Soll ja auch so sein. Also von dem her, ja, es ist eine Überlegung wert, wenn du denn sonst eigentlich nichts im Apple-Kosmos hast, weil ansonsten hast du normalerweise dann entsprechend sowieso irgendwie ein Abo und hast zumindest für eine Kamera dann das Ganze in HomeKit Secure auch drin. So, dann habe ich ja hier diesen Dirigierer Hub, da stelle ich dir auch meistens ein paar Neuigkeiten vor und auch da gibt es was Neues. Ja, muss man darüber eigentlich reden. Okay, du kannst jetzt eine App anstoßen, dass ein Update passieren soll und das war's dann auch schon wieder. Also bitte IKEA, gib mal endlich Vollgas. So, dann habe ich noch etwas. Im Herbst kommt ja das neue Wear OS raus. So. Und jetzt könnte ich wieder einen kleinen Seitenhieb hier machen, denn du kannst dort endlich was machen. Wenn dein Daily-Treiber ja nicht mehr ist und du eben ein neues Smartphone hast, musst du dann demnächst eben nicht mehr das Ganze resetten. Ja, das ist wirklich eine coole Sache und schön, dass das Ganze dann auch dort endlich Einzug gehalten hat. Ja, Sonos Move, die neue Generation, die scheint wohl auch dann langsam Gestalt anzunehmen. In der FCC gab es nämlich die ersten Hinweise dazu. Ja, vielleicht wird das dann ja noch dieses Jahr etwas. So, und das nächste, was ich dir vorstellen möchte, und damit sind wir in den weiteren Smart Home News natürlich auch angelangt, ist tatsächlich ein TRV, das heißt ein Heizungsthermostat. Jetzt sagst du, ah, mein Gott, da gibt es doch schon Tausende. Das stimmt. Ich selber habe hier zum Beispiel ein Shelly TRV. Ich habe oben, ganz oben, habe ich eins von Aqara, genau. Und ja, vorher hatte ich auch noch welche mit Zigbee. Komet, glaube ich, waren das und so weiter und so fort. Also ich habe schon so einige hier gehabt und die haben alle eines gemein. Sie sind laut. Das heißt, wenn du tatsächlich, ja, ich sag mal, einen Meter weg oder so entsprechend dann dein Bett stehen hast, dann ist es so, dass meine Frau definitiv motzt und das eigentlich auch zu Recht. Und da schauen wir uns jetzt mal was an. Und zwar siehst du hier Super Quiet TRV, was es hier gibt, ja, und Standalone Mode oder eben auch mit einem Raumthermostat kann man das entsprechend betreiben, aber das Wichtige steht da unten und schon wieder haben wir Zigbee 3.0 hier stehen, also du siehst, Zigbee ist definitiv nicht tot. Sieht eigentlich ganz witzig aus, das Ding, und du siehst hier Salus Controls, arg viel mehr ist hier noch gar nicht drin. Und ja, es gibt auch den Design Award, den er dann da gewonnen hat. Aber arg viel mehr ist da im Moment eben noch nicht zu sehen, bis auf eben die 25 dBA. Und das ist tatsächlich sehr, sehr leise. Also da bin ich wirklich mal gespannt drauf, wenn der rauskommt. Ob ich jetzt allerdings so gespannt bin, wenn dieses Meros ja, Teil rauskommt, das weiß ich noch nicht so genau. Schau einfach mal hier. Denn hier siehst du eigentlich etwas Spannendes, zumindest als erstes, nämlich 6 Jahre Laufzeit eben für diesen Temperatur- und Humidity-Sensor. Und das ist eine coole Sache. Wie macht er das? Du siehst das schon. Zum einen hat er hier Solar und er hat eine Batterie, wenn es eben ja, weniger als diese 350 Lux sind.
So, eigentlich wirklich eine coole Sache und du siehst sofort auch Apple Home, wo du hier Luftsprünge machst, aber dann denkst du, was ist das? Ja, und das ist natürlich wieder das ganze Problem, denn du brauchst eben noch ein Zusatzgerät dafür. Das heißt eben nicht nur das, sondern wohl auch, du siehst es, Without Hub, dann natürlich hier mit einem Hub dazu. Als Kit hier zum Beispiel, und das ist das, was das Ganze natürlich einem wieder ein bisschen sauer aufstoßen lässt. Ansonsten wirklich cool, Swissmate, ja, 4. Generation, das heißt auch hier wieder ähnlich wie der Sonoff, den ich letztes Mal vorgestellt hatte, wirklich super akkurate Werte, von dem her natürlich schon wieder relativ cool. So, und wenn denn schon Roborock jetzt tatsächlich smarte Projektoren machen darf, ja viel mehr außer hier bei dem Design Award sieht man eben noch nicht. Das heißt die verschiedenen Farben und ansonsten ja ultra kurz Beamer, das war's dann. Aber dann darf doch tatsächlich hier TP-Link doch auch mal einen Staubsauger-Roboter raushauen, oder? Das ist der RV30 Plus. So, und der hat so einiges zu bieten. Der hat Leiter, der hat Mop und Entleerungsdock 4200. Pascal ist eigentlich auch in Ordnung. 4 Liter Staubbeutel. Naja, mal wieder ein Staubbeutel, aber okay. Gyro Dual Navi, auch soweit schön. Und ja, dann 5000 mAh Akku reicht eigentlich auch. Ein Teppich Auto Boost, okay. Und natürlich was für die Quasselbüchsen, soweit so schön. Aber du siehst natürlich schon eines, was er nicht hat. Das heißt, der zieht noch so ein bisschen den Schmutz hinterher. Das ist richtig. Aber kann ja durchaus sein, dass dir das Ganze reicht. Was hier jetzt so nicht steht, ob er bei den Teppichen die erst umfährt oder ja den entsprechend wieder hinterherzieht, das ist eben so die gute Frage. Das habe ich hier leider nicht so ganz rausbekommen. Aber ansonsten eine schöne Sache, vielleicht ja doch was für dich, denn er kostet natürlich um einiges weniger, nämlich 499, eben mit dieser Absaugstation. Und ja, das ist um einiges weniger als diese Roborock-Teile, die allerdings, muss ich zugestehen, natürlich auch wirklich einiges mehr an Funktionalität mitbringen. So, und dann jetzt noch hier eine Meldung von Eve und die hat es eigentlich schon in sich. Ja, Eve sollte zumindest mal Apple-Nutzern ein Begriff sein, denn vor allen Dingen natürlich in der Matter-Welt mit den neuen Steckdosen und anderen Dingen, die eben als ziemlich erster Matter-Ready waren, mit Thread als Funkprotokoll. Und die Firma Eve, die wurde jetzt übernommen und du siehst es hier von ABB. Kennst du vielleicht aus dem Schaltschrank, wenn du bei dir das öffnest, aber die sind wirklich richtig groß. Eben nicht nur das und ja, jetzt bekommen sie halt einen Leader in Matter and Thread. Wie es dann da weitergehen wird, das ist natürlich jetzt wirklich eine gute Frage. Da bleiben natürlich immer gemischte Gefühle übrig, das ist vollkommen richtig. Aber es kann natürlich auch gut werden. Frisches Kapital, was reinkommt, ja, da muss man einfach abwarten. Denn, ja, ich sag mal, Eve Systems war natürlich nicht eine riesengroße GmbH. Und ja, vielleicht wendet es sich ja dann doch zum Guten. Ja, muss man einfach abwarten. Ich bin definitiv gespannt drauf. So, und das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, und wenn du Teil der SmartRev Community werden möchtest, freut mich das natürlich umso mehr. Also ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Und wenn dir das Video gefallen hat, natürlich sehr, sehr gerne ein Däumchen. Und ich freue mich auch ganz besonders, ja, wenn du einen Kommentar hier lässt, entweder zu den Produkten, die du dir gesehen hast, oder natürlich auch, wenn du sonst was an Kritik, Verbesserung, Vorschläge hast, immer her damit. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank und ich sage bis demnächst. Ciao, ciao, euer Jörg.